Hi Leute, bevor ich jetzt einfach gleich losquatsche, ich sehe so aus. Nein, jetzt geht's los. Ich habe ein Paket bekommen von Unicorn heute. Das war auch angekündigt. Ich hätte aber echt nicht gedacht, dass das überhaupt so schnell kommt. Und ob es überhaupt kommt, war auch fraglich. Denn der Mann sagte einfach nur, ja, ich schicke dir dann neue Pfeile. Hintergrund ist, ich hatte die Unicorn Noir getestet. Und die haben ja ein garantiertes Gewicht, das nicht mehr als 0,1 Gramm abweicht. Ich habe aber eine Feinwaage, die auf 0,01 Gramm genau misst. Und die ich hatte, dieses Set, die haben, das finde ich geil. Ich tue den jetzt mal so auf die Waage. 24,18. Versuche die alle gleich zu behandeln. 24,45. 24,23. Somit haben die mehr als 0,1 Gramm voneinander abgewichen und ich habe die Unicorn angeschrieben. Auf ihrem offiziellen Shop. Das ist der Shop und das Kontaktformular playwiththebest.com. Eine ganz bescheidene URL. Habe eine Antwort bekommen. Die Antwort hieß, sie brauchen den Kassenzettel. Den habe ich aber nicht. Denn ich habe diese Dartpfeile zur Verfügung gestellt bekommen, um sie zu testen. Da es Gerüchte gab und gibt auf Facebook, diese Pfeile, und ich habe komischerweise vorgestern erst wieder eins gelesen, diese Pfeile sind qualitativ nicht so hochwertig. Dem einen ist das Barrel auseinandergebrochen, dem nächsten ist die Spitze rausgebrochen, kurze Zeit nachdem sie ausgepackt haben. Ich habe die Pfeile ja deswegen mit der Leiter getestet, was auf viel Unverständnis gestoßen ist. Jetzt muss ich euch dazu sagen, ihr kennt halt den Hintergrund nicht. Man klickt so ein Video an und denkt sich, was ist das für ein Depp? Ich hätte doch nie im Leben diese Pfeile rausbouncen lassen auf so eine Leiter, wenn es mir nicht darum gegangen wäre, klipp und klar zu zeigen, zerbrechen die Dinger oder nicht. Denn wenn die auf so einer Leiter nach 100 Würfen oder wie auch immer nicht zerbrechen und kaum Schaden nehmen oder aussehen wie neu eigentlich fast. Die Dinger sehen aus wie neu. Dann kannst du ja davon ausgehen, dass wenn die dir 3-mal im Jahr auf deinen Teppich bouncen, dass den Dingern dann nichts fehlt. Ja? Und da ich die zur Verfügung gestellt bekommen habe, konnte ich halt eine Schippe drauflegen und das Ganze noch etwas extremer machen, um ganz sicher zu gehen, dass auch alles in Ordnung ist mit den Pfeilen. Und jetzt kommen wir zum Paket. Wirklich unglaublicherweise ist ein Expresspaket geschickt worden mit DHL von Unicorn Products Limited. Hier steht, die Rechnung kriegt der Customer Service Account. Maestro 90% Tungsten Seiko Asada sind da drin. Seiko Asada, muss man natürlich dazu sagen. Um euch zu zeigen, dass das nicht die Seiko Asada sind, die ich habe, die sind hier. Puh, ich sehe es als Erfolg. Ich habe diesen Deckel hochbekommen. Unicorn ging auf Nummer sicher. Finde ich gut. Haben das extrem gut verpackt. Muss man ganz ehrlich sagen. Guck mal, das ist mega extrem gut verpackt. Also, hätten die mein Video gesehen, hätten sie die gar nicht so gut verpackt. Denn das war ja das Problem nicht. Hey, die sind rot. Oh mein Gott. Kann das sein, dass die mir die Steel Darts geschickt haben? Kann es sein, dass sie sich vertan haben etwas? Oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Gibt es da Anweisungen? Die sind rot. Die Packung, die ich habe, war schwarz. Ich habe dem doch den Videolink geschickt. Okay, lass mich mal gucken. Also Customer Service, muss ich sagen, ist wirklich 1A. Ich werde natürlich dem schreiben, ob ich ihm die alten Darts schicken soll. Ganz selbstverständlich. Dazu hat er jetzt einfach nichts gesagt. Er hat nur gesagt, ich schicke dir neue. Wenn die haben wollen, können die gerne haben. Allerdings, wenn ich die behalten darf, dann werde ich diese hier, diese neuen, 24 Gramm steht hier schon mal, das könnt ihr jetzt nicht sehen, jetzt schon. Das deutet auf Softdarts hin, denn die Steel gibt es nur in 23 und 25 Gramm, soweit ich recherchiert habe. So, also die sind extrem gut verpackt. Ich will jetzt auch extrem vorsichtig sein ab hier. Maestro. Wow. Oh, ho, 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 ho. Trau mich fast gar nicht. Ich heb die mal hoch. Ich bin nochmal Hände waschen gegangen. Denn, was ist hier los? Also erstmal der Vergleich. Seiko Asada Maestro. Seiko Asada Noir. Ich kann euch jetzt schon fast mit ziemlicher Sicherheit sagen, das Maestro habe ich gelesen bei dem Set, das billiger ist. What? Okay, Jungs, wartet mal, die geben sich nicht viel im Preis. Ich glaube, Maestro ist das ganz normale. 24 Gramm sagt mir, das sind auch die Soft Darts. Wir schauen jetzt gleich mal rein. Das hier ist Deluxe. Deluxe. Und das hier wird normal sein. Also gucken wir mal rein. Wisst ihr noch bei meinem Noir-Video, wie es Flutsch gemacht hat? Die waren draußen.
Das lässt sich kaum. Das hängt irgendwie. Man will es ja nicht kaputt reißen, weißt du? Ich meine, es gibt Leute, die reißen Verpackungen kaputt. Ich gehöre da nicht dazu. So, aber die Verpackung wehrt sich ganz schön hier. So, ich habe das jetzt endlich da rausbekommen. Das war nicht so einfach. Ich wollte das natürlich auch sehr ganz lassen. Müsste da wieder dieser Magnet sein. Den Moment genießen wir uns jetzt mal. Ninja. Saigo Asada Maestro Lights. Gripper 3 Black Shafts. 90% Tungsten Barrels. Checkout Finger Grips. Das sieht soweit gleich aus. Da ist wieder unser Saigo. Das ist auch wieder so ein Flieger. Das ist quasi genau gleich. Ist auch gleich. Und dann wieder der große Moment. Das sind andere Darts. Es sind andere Darts. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass sie nicht Titanium coated sind. Dass darin auch mit der wesentliche Unterschied besteht zum Premium Set. Dieses Ding ist aus Plastik. Hier, Plastik. Billiges Plastikteil. Bei dem Deluxe war das aus Stein, wenn ihr euch erinnert. Und da ich mich jetzt ja schon ein bisschen auskenne mit dem Set, können wir auch gleich das hier rausheben. Ja, und dann sehen wir so ein paar Saigo Asada, eigentlich Standardflights. So, und dann haben wir hier Im Prinzip 2 Sets Standardschafts. Die müssten auch einfach nur andersfarbig sein und in der Länge übereinstimmen. Ja, die sind genau gleich lang. Also das haben sie ein bisschen anders gemacht. Ich kann ja hier für die Ungläubigen, die meinem Channel nicht folgen normalerweise. Also erstens mal, das ist die Verpackung von Noir. Die geht einfach auf, ganz einfach. Dann zack, zack. Das ist das bekannte Flugzeug hier. Und dann ist hier das so und so. Und das hier sind die Noir, die Deluxe-Version. Die haben eigentlich auch schwarze Spitzen, die sind aber schon kaputt. Deswegen sind da jetzt blaue Spitzen von mir drauf. Siehst du? Die haben Noir. Die haben hier ein Steinchen aus Stein. Und die haben hier drunter, haben die sowas. Nochmal so ein bisschen eine Auswahl an Sachen. Und außerdem, diese Schafts, die drauf sind kürzer als die hier mitgeliefert werden. Da hat man nochmal mehr Optionen. Hier, was ich jetzt bekommen habe, ist nicht Titanium coated und es sind hier Standard-Flights und sind hier auch Standardlängen. Das ist einfach die etwas weniger edle Version. Bin aber ganz froh, dass ich die jetzt bekommen habe, weil jetzt kann ich die vergleichen. Und jetzt seht ihr das auch mal. Jetzt legen wir mal die Pfeile nebeneinander. Die sind genau gleich lang. 8 Rillen unterhalb von dem Unicorn. Und dann hier hoch. Die glänzen jetzt ein bisschen blau, die sind aber nicht blau. Das ist einfach eine Wolfram-Nickel-Legierung wahrscheinlich, oder? Oder Wolfram-Eisen. Silber denke ich jetzt mal nicht. So, Noir, Saigo Asada. Noir sieht halt hochwertiger aus. Das Barrel selber wird aber... Gut, es hat dieses Titanium-Coating. Ob das so viel wert ist, weiß ich nicht. Jedenfalls, das sind sie. Worauf es jetzt ankommt, ist das Wiegen. Und ich habe gesagt, wir wiegen die einfach nur schnell. Ich wollte euch nur mal kurz den Unterschied zeigen zu der anderen Packung. Wenn Unicorn ein bisschen schlau ist, dann haben sie die vorher ausgepackt und einmal gewogen. Ich meine, wenn ich die schon auf Gewicht reklamiere. Andererseits schreiben sie auf jede Packung plus minus 0,1 Gramm. Dann sollte das doch vorher in die Maschine rausfiltern, oder? Das kann ja nicht so schwer sein. Jetzt machen wir nochmal die Barrels selber und dann gucken wir mal. 21,87. Mein Gott, 22,0. ...21,86. Nochmal weg.
21,87. Okay, 21,8687. Der letzte. ...21,99. Ich glaub's nicht. Was das geil ist? Hier fehlt die Guarantee. Bei dem, wo sie mir jetzt geschickt haben. Guck mal. In dem Set hier steht hier Guaranteed Weight Certified. Guaranteed bei den Barrels. Hier steht 90% Tungsten, Unique Side Gazada, Engraved Signature, Engraved Unicorn, Hallmark. Darunter nichts mehr. 90% Tungsten, Unique Side Engraved Signature, Hallmark, Guaranteed Weight. Meinst du, die haben mir deswegen jetzt als Ersatzprodukt das hier geschickt, damit ich es nicht nochmal reklamieren kann? Ja, ich werde mich natürlich wieder an Unicorn wenden, weil es tut mir leid, aber so blöd ist doch keine Firma. Wenn ich das reklamiere aufgrund des Gewichts und die schicken mir Ersatzware und ich habe denen das Video gezeigt, wo ich es gewogen habe, dann können die doch davon ausgehen, dass ich die wieder wiege. Gut, in dem Fall habe ich keinen Grund im Endeffekt zu reklamieren. Hä? Wo ist das Barrel hin? Ah. Einfach mal aufstehen, hilft bei sowas. Weil ja die hier gar kein Guaranteed Weight haben. Aber, ach Leute. 1,76. Erinnere ich mich noch, beim Noir-Video war es genauso. 1,76. 1,76. So viel wiegen nämlich Standard-Flights mit diesen 1,76. Die wiegen alle genau gleich viel. 0,31. Das ist auch ein normales Gewicht für die Spitzen bei Unicorn. 0,31. Das ist ja wohl mal geil. Die wiegen alle exakt gleich viel. Fazit erstmal jetzt. Die haben mir jetzt statt den Noir die Maestro geschickt. Könnte ein Fehler sein. Aber eigentlich hat er genau gewusst, was ich getestet habe. Und ich habe ihm auch geschrieben. Ich habe, glaube ich, nicht Unicorn Noir Deluxe geschrieben. Aber wenn er sich meinen Videolink angeschaut hätte, nur ganz kurz, hätte er ja gesehen, dass ich die schwarze Box habe. Gut, kann ein Fehler sein. Auf der anderen Seite garantieren sie jetzt nicht die 0,1 Gramm bei den Maestro. Und sie sehen auch insgesamt nicht so hochwertig aus, muss man ganz klar sagen. Die Packung bei den Noir ist hochwertiger, aber was nützt dir die Packung? Die Darts brauchst du ja. Die Darts haben Titanium Coating, das haben die jetzt glaube ich nicht. Die sehen auch etwas anders aus. Das könnte den Preisunterschied erklären. Ich denke, der Hauptpreisunterschied liegt darin, dass sie eben diese Garantie drin haben und es ist richtig teuer, wenn man die ganze Zeit Sachen hin und her schicken muss. Tja, der Kundenservice tipptopp, dass sie mir was Neues geschickt haben, aber falsches Produkt und die Abweichung ist wieder da, wobei sie die nicht garantieren. Da ich aber eigentlich das reklamiert habe im ursprünglichen Produkt, muss ich jetzt mal ein bisschen eine Bitch sein und ja, wenn du dir Darts kaufst für 140 €, dann muss es auch einfach stimmen. Du kannst, ich spiele Darts, die haben 12 € gekostet, sage ich dir ganz ehrlich. Wenn ich jemals auf sowas umsteigen soll, auf so ein Qualitätsprodukt, dann muss es auch Qualitätsprodukt sein. Das ist meine Devise. Ich hasse es zwar, aber es ist so. Ich meine, wenn die Leute sowas anbieten und den Leuten so viel Kohle aus der Tasche ziehen wollen, dann müssen sie es auch rechtfertigen. Ich werde auf jeden Fall nochmal hinschreiben und dann dieses Video dazu schicken und dann sehen wir ja. Jetzt werden wir es erstmal zusammenschneiden. Ich werde die Darts auch nicht werfen, ich packe die jetzt wieder ein, weil die können sie dann gerne wieder haben und die andere können sie auch wieder haben. Unfassbar. Ich dachte wirklich, dass das gut abläuft. Ich dachte, die werden ja wohl mir jetzt eine Packung schicken, wo die alle exakt gleich viel wiegen, weil so blöd ist ja keiner. Jetzt sind die Shafts und die Flights exakt gleich schwer, die Spitzen alle exakt gleich schwer und die Barrels, wo man es locker hätte machen können, sind 2 exakt gleich schwer und das andere müsste ja nur im Toleranzbereich sein, aber nein. Punkt 013. Und ich würde mich da überhaupt nicht groß beschweren, ich würde die auch behalten, wenn es nicht darum ginge, dass es genau darum ging bei der Reklamation. Da achtet man doch da drauf. Wenn ich so eine Firma hätte, worauf würde ich da wohl achten? Mein Gott. Aber der Deutsche ist einfach saupingelig, glaube ich. Ich habe die bekommen. Ich beschwere mich überhaupt nicht. Wie gesagt, ich werde denen jetzt schreiben, was sie da machen wollen. Ich werde die Darts wahrscheinlich auch nicht nutzen. Ich wollte diese Darts als Showcase-Darts nutzen. Ich muss nämlich ein paar Anfängervideos machen. Das ist ein Dart, das ist ein Barrel, das ist ein Flight und da ist natürlich so ein sexy Unicornchen, ist natürlich da das Tüpfelchen auf dem i.
Da kann man natürlich super coole Videos mitmachen, wenn die auch richtig sexy aussehen und richtig hübsch sind. Dafür würde ich die benutzen, quasi als Model. Als Models ohne Schauspieleinsatz. Die müssten nur gut aussehen. Aber die roten, die schauen ja gar nicht so gut aus, leider. Die sind einfach nur Silber. Ich habe dafür jetzt eigentlich überhaupt keine Verwendung, muss ich leider sagen. Für diese roten. Ich würde die ja versteigern an euch oder verschenken oder verlosen oder so ein Ding machen, was alle YouTuber machen. Aber ich will keine Leute auf meinen Kanal locken. Ich will, dass Leute selber herkommen und sagen, da bleibe ich. Da komme ich zu einem Thema. In letzter Zeit war es unglaublich schwierig, Abonnenten dazu zu gewinnen. Da ist mir mal aufgefallen, wenn ich jetzt, sage ich mal, 3 Abonnenten am Tag kriege, dann kriege ich nicht 3, sondern ich kriege irgendwie 12 und verliere 9. Ist das eine YouTube-Sache oder bin ich das? Weil wenn ich mich bei jemandem am Kanal subscribe und das anschaue und abonniere und denke, ja, da abonniere ich mal, dann kriege ich die Nachrichten, wenn er was Neues postet. Dann gehe ich doch nicht nach 2 Tagen her und deabonniere das, oder? Wer ist denn so hygienisch mit seinem YouTube-Zeug? Also normalerweise tun Leute abonnieren und nie wieder entabonnieren. Außer es passiert was total Schreckliches und die sagen, wow, den will ich nicht mehr abonnieren. Aber dieses Hin- und Hergehacke, das ist irgendein Algorithmus oder ein Computer oder eine Schätzung, oder? Das sind nicht echte Abonnenten, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Also, wer abonniert denn was und am Tag später, wo nichts gepostet wurde, nichts hat sich geändert, entabonniert er das wieder? Das ergibt überhaupt keinen Sinn für mich. Ja? Also, das, keine Ahnung. Macht ihr das? Seid ihr so YouTube-hygienisch? Ich glaube, ich habe bei irgendeinem Account von mir auch mal irgendwas abonniert. Das habe ich wahrscheinlich immer noch abonniert. Ganz ehrlich. Also, vielleicht ist die Jugend von heute da anders und cleant da ganz gewaltig den Stall aus. Aber ich weiß nicht. Ich kenne das eher so, dass Leute Abo-Messis sind. Kostet ja nichts, macht auch einfach gar nichts. Und wenn du den Kanal magst und den abonnierst und da kommt eine Woche nichts, dann entabonnierst du den doch deswegen nicht. Sondern dann denkst du dir, oh schade, es ist eine Woche nichts gekommen. Aber zum Glück habe ich ja das Abo und wenn was kommt, werde ich benachrichtigt, oder? Oder sehe ich das falsch? Naja. Okay. Abschließend nur noch mal hier der Hinweis auf der Packung, den ich ja vorhin auch gezeigt habe. Hier steht schon Gewicht plus minus 1 Gramm. 0,1 Gramm meine ich, ne? 24 Gramm. Da steht allerdings 24 Gramm und das wäre der Gesamtpfeil. Aber da Flights, Schafts und Spitzen ganz genau gleich viel gewogen haben, weißt du was, ich habe das nochmal zusammengebaut. Mich interessiert jetzt, ob jetzt ein Wunder der Mathematik passiert ist. Ein Wunder der Physik. Ein unerklärliches Wunder. Ich habe es jetzt wieder zusammengebaut, so genauso wie sie waren. 23,97. Den lege ich ungefähr genauso drauf. 23,84. Das sind 0,13 Unterschied, ne? Dann wird der auch 23,84 haben. Gut, 23,83, der liegt hier hinten minimal auf. Warte mal. 23,82. Jedenfalls weichen sie ab. Okay.